Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Erstmal möchte ich euch allen wieder mal einen schönen dritten Advent wünschen und wie bei jedem Advent gibt es von Shakes and Fidget wieder mal einen Code, den wir einlösen können. Und zwar ist es diesmal 3-Advent-23. Der gibt euch ganze 300 Sanduhren. Ja, das ist echt nicht wenig. Also das muss ich mal sagen, ist wirklich ein sehr guter Code. Diesmal, also das ist echt schon ordentlich, sag ich mal so, wie es ist. Und ja, den werden wir uns auch direkt mal hier gönnen, auf jeden Fall. So, her damit. Her mit den Moneten hier. Komm, gönn die Sanduhren. Es dauert immer ein bisschen, bis die da sind, aber ja, 300 Stück ist schon wirklich eine Ansage. Ja, ich bin gespannt, was es denn zum 4. Advent gibt. Ne, mal gucken, vielleicht gibt es da auch noch eine Kleinigkeit. Mal sehen, mal schauen. Ich werde es auf jeden Fall euch sagen, wenn es soweit ist. Ne? Ist, glaube ich, immer nur den Tag einlösbar. Also halt eben an den Adventtag selbst. Ich glaube, nächsten Tag ist das dann schon abgelaufen. Und ja, falls ihr noch nicht meinen Code, den Legendary Dungeon Code, den ihr über mir hier auch seht, eingelöst haben solltet, dann macht es auf jeden Fall auch noch. Ihr müsst dazu halt Stufe 50 sein. Ne? Hier Dorza Candide, gebt euch auch 25 Pilze und 125 Lucky Coins. Ist noch bis zum 19. haltbar. Ne? Also da habt ihr noch ein bisschen Zeit, um euch das Ganze hier zu sichern. Ja, wir werden in der heutigen Folge auf jeden Fall den Legendary Dungeon hier vervollständigen, beziehungsweise ja, werden wir versuchen, so gut es geht, hier noch durchzukommen. Es ist ein Ultimate Dungeon, das heißt, wir kriegen hier die dreifache Menge. Das bedeutet für mich im Umkehrschluss, dass ich auf jeden Fall ja, auch den ein oder anderen Gegner mehr mitnehmen möchte, als ich normalerweise, sage ich mal, die Gegner mitnehme. Es ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Wenn man jetzt so Ultimate Dungeon spielt, finde ich persönlich, sollte man versuchen, wirklich jeden, ja, oder fast jeden Gegner, beziehungsweise, ne, das ist falsch gesagt, auf jeden Fall in den ersten 25 Etagen jeden Gegner mitnehmen. So, dann ich habe das Gefühl, es ist worth, vielleicht ein-, zweimal mehr im Ultimate zu sterben, als versuchen, mit möglichst wenig Gegnerkontakt, durch den Dungeon durchzukommen. Ja, dann gebt ihr zwar im Run selbst nicht viele Pilze aus, aber ihr dürft ja nicht vergessen, ihr habt ja schon ein Startkapital von 650 Pilze in den Dungeon rein investiert. Und wenn ihr dann nicht die Gegner farmt, beziehungsweise halt so Leichen aufhebt oder ne, Kisten, ist klar, dass ihr die aufmacht, ne, dann habe ich das Gefühl manchmal, da geht ein so ein bisschen die Value verloren. Ja? In so einem Fall wie hier jetzt zum Beispiel, da würde ich glaube ich auch eher ausweichen. Obwohl ich insgeheim mir auch gewünscht habe, okay, sterben ist vielleicht auch nicht so verkehrt, weil dann können wir uns länger in der Low-Gegend aufhalten, um halt länger, ja, Gegner abzufarmen. Das Ding ist, worauf ich hinaus will, ihr gebt halt 650 Pilze aus für so einen Ultimate Dungeon und versucht da möglichst unbeschadet durchzukommen. Sehr viel ausweichen, Gegner meiden und so, ne? Und das wiederum mindert ja euer Goldeinkommen, euer potenzielles Goldeinkommen, was ihr halt bekommen könnt. Klar, meistens bekommt ihr Schlüssel von den Gegnern, aber manchmal halt auch eben Gold, ne? Und ja, das ist auf jeden Fall das Risiko, was man eingeht, gerade auch bei Leichen, die auf dem Boden liegen, so, die man dann antippt. In so einem Ultimate Run, muss ich sagen, versuche ich halt wirklich fast jede Leiche auch mitzunehmen. Weil das Ding ist halt, ich finde, man hat zu viel Pilze investiert, nur um dann halt durchzurunnen, um nicht nochmal irgendwie einmal extra aufzuladen oder einen Tag lang zu warten, wenn man jetzt Free-to-Play, ich sag mal, nachdem man 650 Pilze investiert hat, kann man das ja trotzdem Free-to-Play weiter durchspielen, den Ultimate Dungeon, anstatt da durchzurushen, weil, ja, dann seid ihr durchgerusht, okay, ihr habt vielleicht, ja, weniger Pilze bezahlt, als jemand anders vielleicht so, ne? Und dann habt ihr halt eure 3 Legendary Items am Ende und habt aber, ja, deutlich weniger Gold bekommen, als das, was ihr eigentlich hättet bekommen können. Deswegen finde ich, wenn man, ja, in den Dungeon investiert, in den Ultimate Dungeon, dann sollte man auch wirklich
ein bisschen greedy auf jeden Fall sein und hier und da mal vielleicht eine Leiche aufheben. Gerade zum Anfang. Gerade wenn man noch nicht großartig ja, Ultimate Runs beziehungsweise noch gar keine Runs gemacht hat. Da ist ja die Goldchance sowieso sehr hoch. Oder beziehungsweise bekommt ihr halt noch mehr Gold, als wenn ihr jetzt, sag ich mal, schon 10 oder 15 Runs gemacht habt. Und dahingehend würde ich erst recht auf die ganzen Sachen draufklicken. Nachher später kann man drüber nachdenken, ob es jetzt sein muss oder nicht. Ne? Also das ist so, ja, so meine Einstellung, sag ich mal, wenn man sich dazu entscheidet, den Ultimate Dungeon zu nehmen, dann finde ich, ist es auch worth, vielleicht 1-2 Mal mehr zu sterben. Man nimmt dann die Pilze in der Hand, hat dann aber wirklich deutlich mehr, als wenn man versucht, sich da dann durchzuschmuggeln. Es sei denn, ihr scheißt auf das Gold, ne, und sagt euch, nö, das passt schon so. Mir geht es am Ende wirklich nur um die 3 Legendary Items. Dann ist ja völlig fein. Dann könnt ihr machen. Dann sneakt euch bis zum Ende durch und bezahlt keine extra Pilze. Auch vollkommen in Ordnung. Weil wenn ihr kein einziges Mal aufladen müsst, was unwahrscheinlich ist, weil dann hättet ihr einen Zero Death Run, habt ihr ja in dem Sinne, ich sag mal, nur 650 Pilze für 3 Legendaries bezahlt. Und das ist halt unterdurchschnittlich, was ihr sonst bezahlt für ein Legendary-Item so. Ne? Aber ihr sterbt ja auf dem Weg dahin noch vielleicht so 2-3 Mal. Und dann werden die Legendary-Items natürlich wieder drum ein bisschen teurer. Ne? So, jetzt muss ich aber mal ganz kurz gucken. Erhöht die Chance, erhöht die Chance, bessere Segen. Es scheinen mehr verfluchte Türen. Also, ich glaube, ich würde euch diesen Glyphen hier empfehlen. Der ist nicht verkehrt, wenn ihr günstig durchkommen wollt. In meinem Falle will ich jetzt eher ein paar mehr Segen haben. Verfluchte Türen. Verfluchte Türen ist auch echt scheiße eigentlich. Verfluchte Türen ist auch echt kacke. Ja. Segen aus Fässern zu bekommen. Erstmal Fässer müssen wir erstmal bekommen. Das ist halt das Ding. Fässer zu kriegen ist halt schon selten an sich. Ich gehe mal hier auch für den Mondstein einfach. Ja, in manchen Situationen ist es vielleicht dann doch besser auszuweichen. Ne? Das Ding ist halt, dass 40% mehr Chance auf einen Buff aus dem Fass ist ja erstmal nicht verkehrt. Ne? Aber erstmal die Chance überhaupt auf einen Buff, beziehungsweise auf ein Fass zu treffen, die ist ja schon nicht ganz so hoch. Ne? So, ich weiche jetzt gerade aus hier, weil ich habe 8 Schlüssel. Das ist jetzt erstmal okay. Ich will versuchen, erstmal zum Schlüsselhändler zu kommen hier, um mein Leben erstmal wieder aufzuladen. Ich wollte jetzt nicht zu krass riskieren. So, da suchen wir jetzt natürlich nach dem 6er Heal. One-Hit-Wonder ist in dem Sinne jetzt ein bisschen zu riskant, weil wir halt kaum noch Leben haben. Wenn wir jetzt einen 8er One-Hit-Wonder kriegen, ist das zwar gut und schön, ne, aber wir brauchen nur eine ungünstige Kombination an Räumen haben. Ne, lass es, keine Ahnung, irgendwie eine verschlossene Tür und eine verfluchte Tür sein oder eine Fallentür, ne, und dann wirst du vergiftet und kriegst Damage und dann, hast du deinen 8er One-Hit-Wonder, aber bist dann schon irgendwie in 1-2 Runden down. Das bringt einen dann in dem Sinne nichts und deswegen, ich sag mal, wenn ihr die Hälfte oder über die Hälfte an Leben habt, dann könnt ihr noch so für das One-Hit-Wonder gehen. Alles darunter würde ich euch immer den 6-fach Heal empfehlen, wenn ihr dann halt eben auch reinpilzen wollt. Ne? So, wir laden erstmal auf Safeness ein bisschen Leben auf. Jetzt weichen wir aus. So, jetzt greifen wir wieder einen Gegner an, damit wir kein Leben überhealen. So, und den nehmen wir auch nochmal mit. Okay. So, jetzt gehen wir durch die Tür. Mal schauen. Ich habe halt schon, das ist halt das Ding. Ich habe halt schon relativ viele Runs gemacht. Und deswegen, ist es für mich natürlich, kriege ich natürlich nicht mehr so viel Gold. Da ist die Frage, nehme ich den noch mit? Den nehme ich mal noch mit hier. Wir kriegen dafür ganz gute Schlüssel. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Das ist halt unlucky. Wenn man diese Skelette aufhebt, diese Leichen, dann habe ich das Gefühl, die machen auch noch mehr Schaden als die normalen Gegner.
Und wenn man ausweicht, ja, also die machen schon ordentlich Schaden. Das ist schon nicht ohne, sag ich mal. Ich greife den mal jetzt an. 151 hat der jetzt gemacht. Wir weichen mal aus. Okay, gut, wir hoffen auf einen Heal. Nix. Hier müsst ihr darauf achten, hier ist manchmal auch ein Schloss davor. Hier ist jetzt keins, das ist ein Free Epic für mich. Oder Gold, geht auch. Wenn da ein Schloss davor ist, dann müsst ihr da mit einem Schlüssel bezahlen. Das wollt ihr auch manchmal nicht. Und deswegen, ja, schade. Deswegen da auf jeden Fall auch drauf achten. So, jetzt haben wir erstmal wieder Full Life. 45 Millionen, das ist sehr gut. Für solche Situationen bewahre ich mir auch immer Schlüssel auf. Ihr solltet immer natürlich 3 bis 4 Schlüssel haben, damit ihr entweder mit 3 Schlüsseln einen Heal bekommt, einen großen, oder mit 4 Schlüsseln ein großes One-Hit-Wonder. Ich empfehle euch aber 5 bis 6 Schlüssel zu haben, weil manchmal sind halt so Situationen, wo zum Beispiel halt wie hier jetzt eine Falle oder so davor ist und durch die andere Tür kommt ihr nicht durch oder beziehungsweise müsst dann halt einen Schlüssel nutzen, weil diese Fallen, die wollt ihr auch irgendwie vermeiden, weil die machen halt auch deutlich, also die machen sehr viel Schaden. Okay, nice. Und ja, deswegen empfehle ich euch da 5 bis 6 Schlüssel, wenn ihr es schafft, wirklich zu stacken, damit ihr dann halt auch für doofe Situationen einen Ausweich-Key habt, um halt durch eine Tür durchzugehen. Denn, ne? So, was machen wir hier? Verringert den von Monstern verursachten Schaden. Das wollen wir nicht. Wenn, dann wollen wir eher fliehen. Und Gegenstände ist hier auch schlecht, weil wir wollen eigentlich Gegenstände haben, weil wir die mal 3 bekommen im Ultimate Dungeon. Ist ein bisschen verschwenderische Denkweise von mir. Wie gesagt, ihr könnt auch Low-Shroom-mäßig hier durchgehen. Das ist auch kein Problem. Aber für meinen jetzigen Spielstil, man kann den halt so unterschiedlich spielen, den Legendary Dungeon, das ist halt auch cool, ist für mich gerade diese Glyphe am besten, weil ich das Gefühl habe, ich könnte jetzt noch 1-2 Mal sterben und dann könnte ich hier halt vom Heal ein bisschen profitieren, wenn ich dann halt mich wieder hier rein sneake. Epische Türen wollen wir sowieso nicht haben, großartig, wir kriegen hier eh mehr als genug. Und die kosten halt auch... Oh, das ist bitter. Ja, da profitieren wir schon das erste Mal von der Glyphe hier. Dann können wir jetzt einmal angreifen, weil wir healen jetzt eh wieder voll. Das ist natürlich nicht gut. Na, wo war ich jetzt gewesen? Da weichen wir mal aus. Ja, habe ich vergessen. Habe ich vergessen, wo ich jetzt gerade war. Irgendwas mit Epic-Türen und... Ja, naja, ist manchmal so. So. Wir haben 5 bis 6 Schlüssel am Start, so wie ich es haben will. Ne? Bei solchen Situationen nehme ich immer das Fragezeichen. Wäre jetzt hier zum Beispiel eine Falle vor, dann würde ich durch die Tür durchgehen. Weil, ja, die Falle müsst ihr nicht unbedingt mitnehmen. Dafür habt ihr dann halt eben diesen Ersatzkey, sag ich mal. Hier ist wahrscheinlich ein Monster hinter oder gar nichts, wenn ihr Glück habt. Ne? Oder noch mehr Glück habt, vielleicht sogar eine Kiste oder so. Aber meistens sind hier Monster hinter. Da könnt ihr dann halt versuchen auszuweichen. Das lohnt sich jetzt. Ab 50, Etage 50 jetzt auch nicht mehr großartig hier. Die Monster zu klatschen, die machen halt jetzt auch sehr viel Damage. Da weiche ich dann lieber dann doch aus. Da ist es nicht ganz so worth. Da versuchen wir mal lieber. Jetzt sind wir halt an der Situation, wo ich halt auch hier ganz gerne einen Key benutze, weil jetzt sind wir ja fast One-Hit. Und wenn ihr fast One-Hit seid, dann könnt ihr auch einen Notfall-Key benutzen. Also so mache ich es auf jeden Fall, weil hinter dem Fragezeichen, wie gesagt, oftmals ein Monster ist. Und wir haben halt immer noch genug Schlüssel für den Schlüsselhändler nachher, für die wichtigen Items. Ja, hier ist ganz interessant, vielleicht wusste der eine oder andere das nicht, wenn auf der einen Seite ein Monster ist und auf der anderen Seite ein Fragezeichen, dann kann hinter dem Fragezeichen kein Monster mehr sein. Falls ihr das noch nicht wusstet. Denn ein Monster ist maximal wirklich nur auf einer Seite. Ja? Und wenn ihr hier schon ein Monster seht, dann könnt ihr bedenkenlos durch das Fragezeichen durchgehen, weil dahinter ist kein Monster. Da ist irgendwas anderes, aber kein Monster. Da könnte ein Fass sein, eine Kiste, eine Leiche, gar nichts. Und dann nehme ich tatsächlich lieber die Falle in Kauf, Safe and Damage, anstatt hier Ausweichchance mitzunehmen. Weil hier hinter ist halt ein Safe Room für mich. So. Und da kann halt alles Mögliche drin sein. Wenn ihr Glück habt, ist da halt ein guter Buff drin oder sowas. Ne? Und dann habt ihr da einen Free Heal auf jeden Fall. So, jetzt benutze ich auch nochmal einen Schlüssel.
weil ich erstmal jetzt wieder... okay. Weil ich jetzt erstmal wieder eine solide Grundbasis mir erarbeiten möchte vom Healing her. Aber das ist natürlich eine sehr geile Situation, dass wir jetzt noch One-Hit-Wonder gezogen haben. Das ist natürlich das Beste, was man kriegen kann. Jetzt sollte man halt ja, hoffen, dass man auch Monster bekommt, weil das ist manchmal auch ziemlich doof. Man bekommt One-Hit-Wonder geschenkt und dann bekommt ihr gar keine Monster mehr ab, weil, ja, weil ihr Pech habt einfach. So, ich versuche auszuweichen. Es lohnt sich halt nicht mehr, jetzt hier so diesen krassen Damage zu kassieren. So, nehmen wir mit. Und wir sind wieder auf 5 Schlüssel. Okay, Fängerteam von uns noch Monsterschaden. Brauchen wir nicht unbedingt. Erhöht die Chance, einen Segen aus dem Fass zu bekommen. Fallen verursachen Flüche. Das ist ganz bitter. Erhöht die Chance, Schlüssel aus dem Kampf. Naja, wir wollen nicht aggressiv jetzt hier, nicht ganz so aggressiv reingehen. Vor allen Dingen Schlüssel wollen wir auch nicht. Wenn, dann wollen wir Gold haben von den Gegnern. Wenn wir hier schon den Ultimate spielen. Und ja, nee, das synergiert jetzt mit meinem Teil hier auch nicht. Das ist jetzt tatsächlich das, was am besten synergiert. Aber Fallen verursachen Flüche. Nehmen wir jetzt mal einfach. Das Ding ist halt, jetzt müssen wir dran denken, jetzt brauchen wir immer einen Ersatzschlüssel. Weil jetzt können wir keine Falle mehr tanken. Weil die Falle verursacht nämlich halt jetzt, ja, einen Fluch. Und das wird dann hier von dieser Dungeon-Etage der sein. Das heißt, wir kassieren doppelten Schaden von den Gegnern. Und das wollen wir überhaupt nicht haben. Ja, so, deswegen bewahren wir uns so lange wie möglich die 5 Schlüssel auf. Wir gehen auch in die Fragezeichenräume rein. Ja, da kannst du nichts machen. Das ist dann halt Bad Luck. Ne? Das ist dann halt einfach so. So, hier nehmen wir auf jeden Fall den ersten wieder mit, weil jetzt können wir wieder gegenhealen. Den zweiten auch noch. So, siehst du, easy Gold gemacht. Und jetzt für solche Situationen behaltet ihr am besten so einen, Notfall-Reserven-Key, weil den Debuff, den wollt ihr nicht haben. So, hier gehen wir wieder am Monster jetzt vorbei. Ja, hat nicht geklappt. Versuchen wir es hier. Ja, es ist sehr unlucky. Aber so ist das manchmal. Da kannst du halt wirklich nichts machen. Da kannst du noch nur so eine gute Strat haben. Manchmal ist das Glück halt einfach nicht auf deiner Seite. Das ist halt manchmal so. So, und jetzt gehen wir wieder. Wir sind unter der Hälfte an Leben. Jetzt gehen wir wieder für den großen Heal. So wie wir das jetzt schon gelernt haben hier zusammen in unserer Lerngruppe hier. Ich hoffe, ihr habt auch schön aufgepasst und euch den Notizblock rausgesucht und euren Kugelschreiber parat, ne, damit ihr das auch schön alles notiert habt, denn bei der nächsten Shakes and Fidget Unterrichtsstunde schreiben wir nämlich einen Test. So, und da will ich das Ganze auch nochmal von euch hören hier. So, ja, das hier könnte richtig Risiko sein, denn wir haben hier jetzt gerade frisch unseren Heal gekauft, ne? Und wir haben ja eine erhöhte Chance, einen Segen aus dem Fass zu bekommen. Das heißt, wir könnten entweder halt einen One-Hit-Wonder bekommen, wir könnten ja ein erhöhtes Goldeinkommen, wir könnten einen Dietrich, einen Fallenentschärfer, wir könnten aber in Worst Case auch einen kleinen Heal bekommen. Also anstatt 6 Etagen 20%, 3 Etagen 10%. Das könnte der Worst Case sein, ja. Da muss man gucken. Wir haben jetzt halt einen richtig geilen Buff am Start. Wir könnten natürlich auch 20% 6 Räume wieder auffrischen, das geht auch. Aber der überschreibt halt den anderen Heal dann, ne? Da müsst ihr wissen, ob ihr Risiko machen wollt oder nicht. Wir riskieren mal einfach. Okay, und wir haben Glück gehabt. Ja, Dietrich ist auf jeden Fall eine gute Angelegenheit, sag ich mal. Das sind 2 Free-Räume, die wir da mitnehmen können. Die Flimmerkiste könnt ihr mitnehmen. Okay, das nehme ich jetzt nicht. Oder? Na, doch. Doch, nehmen wir. Der Heal ist fast abgelaufen. Die Lucky Coin, die Flimmerkiste bringt euch halt immer Lucky Coins. Die macht euch nicht so viel Schaden. Okay, das bringt uns jetzt gerade auch nicht viel. Obwohl wir kämpfen mal einmal. Ah, schade, keine 2 Schlüssel bekommen. Ah, wir sind jetzt sowieso gleich durch. Okay, sehr schade. Den fighten wir nochmal. Auch leider nur 1 Schlüssel bekommen. Ach. Ja, jetzt versuchen wir mal zu fliehen. Okay. Ja, was wollte ich sagen? Ja, die Flimmerkiste, die bringt euch halt nur Lucky Coins. Ne? Die macht zwar nicht so viel Schaden, aber die bringt euch halt Lucky Coins, müsst ihr wissen.
In vielen Situationen ist es nicht worth, Damage zu kassieren für die Lucky Coins, ne? Aber wenn ihr die halt unbedingt braucht, dann ja, nehmt die mit. So, jetzt versuchen wir alle unsere Schlüssel loszuwerden, die wir haben. Goldraum nochmal. Okay, ja, wir können 3 Schlüssel bekommen. Ist jetzt sowieso egal, aber wenn ihr einen Schlüssel habt, dann riskiert das. Ihr könnt maximal diesen einen verlieren, aber 3 bekommen. Oder halt Gold oder ein Buff. Ist worth auf jeden Fall. Und ja, wir gucken nochmal. Vielleicht kriegen wir... Ja, das ist ja sogar nochmal ein... Heal und Items sogar extra obendrauf. Ja, da hätte ich jetzt noch schön weiter runnen können an der Stelle, aber gut, was willst du machen? Gut, wir haben 405 Millionen Gold nochmal gemacht. Das war tatsächlich nicht wenig Gold dafür, dass ich schon, ich weiß gar nicht, jetzt beim 15. Run oder so bin. Normalerweise kriegt man da deutlich weniger Gold. Wir sind natürlich auch 5-mal gestorben, das ist der 6. Durchlauf, ne? Das kommt halt, ja, dazu. Ansonsten, wir hätten auch günstiger durch den Dungeon durchgehen können. Dann hätten wir aber auch nicht mehr dieses Gold bekommen, was ich jetzt bekommen habe hier. Oh, und wir bekommen den Schneeballschlechter. Die Legendary Waffe, ich bin gespannt. Uiuiuiui. Oh, ich freue mich wirklich so dermaßen auf, ja, auf Stufe 700, wenn wir hier wirklich unsere Monster-Mörderwaffe ziehen. Alter. Bin sehr gespannt. Schöne Waffe. Schöne, ich habe sie ja ausgerüstet, beziehungsweise equipped. Okay, die Blockarme. Ja, das Roblox-Item und nochmal die Schuhe. Sehr schöne Sache. Nice. Und ja, ich hoffe, es hat euch so ein bisschen gefallen, wie ich mal so, ja, so einen kleinen Ultimate Run so in meinem Kopf mal mit so durchgegangen bin, was ich mir so denke, wenn ich so durch den Ultimate Dungeon gehe. Zum Schluss machen wir jetzt natürlich nochmal die Verlosung vom Video gestern. Wir aktualisieren nochmal hier, damit alle nochmal die besten Chancen haben. Und ja, kopieren das Ganze hier mal rein und wie immer kontaktiert ihr mich über Instagram oder Discord. Beide Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Und gewonnen hat Keksi6313. Weiter so, schreibt er. Herzlichen Glückwunsch an dich. Bitte melde dich bei mir. Und jo, das war's soweit. Ansonsten von meiner Seite aus, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, haut rein und bis zum nächsten Mal.